Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Wenn du hier neu bist und an Videos zu Themen rund um Kuba interessiert bist, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein neues Video mehr. Der Monatswechsel steht wieder an und ihr wisst, was das heißt. Wir schauen uns heute wieder die aktuelle Situation in Kuba an. In den letzten Wochen ist so einiges passiert. Die kubanische Regierung hat im ersten Schritt die Cadeccas, also die Wechselstuben, sozusagen wieder aktiviert und den Ankauf von Devisen angeboten. Hierzu hatte ich ein extra Video gemacht. Nun im zweiten Schritt wurde auch der Verkauf von Devisen wieder eingeführt. Soweit erstmal so gut. Es gibt da nur ein paar Dinge zu wissen. Aktuell kann man nur maximal $100 am Tag erhalten. $100 ist der Referenzwert. Andere Währungen, wie zum Beispiel der Euro, werden entsprechend umgerechnet. Aktuell gibt es 37 Cadecca landesweit, in denen man wieder tauschen kann. Am Flughafen ist es noch nicht möglich. Die Cadeccas werden nur so viele Devisen rausgeben können, wie sie einnehmen. Das heißt also, dass es auch mal weniger als $100 sein kann, beziehungsweise dass man auch gar nichts bekommt. In der Praxis wird der Filialleiter der jeweiligen Cadecca zum Tagesbeginn mitteilen, wie viele Devisen zur Verfügung stehen. In der Cadecca hat der Dollar einen zentralen Wechselkurs von 120 Peso. Beim Tausch werden nochmal 8% abgezogen, weswegen man auf einen eigentlichen Tauschkurs von 110,40 kommt, also 110 Peso. Zum Zeitpunkt der Aufnahme liegt der informelle Wechselkurs für Dollar, Euro und MLC bei ca. 140 Peso. Der offizielle Ankaufs- und Verkaufswert ist also weiterhin unter dem informellen Markt, weswegen viele Kubaner weiterhin auf der Straße tauschen. Dadurch bleiben die Devisen in den Cadeccas aus. Der An- und Verkauf besteht so nun seit dem 23.08. und ich bin gespannt, wie diese ganze Entwicklung oder wie sich das Ganze entwickeln wird, besser gesagt. Kommen wir zu den Einreisebestimmungen. Was wird benötigt? Die Erklärung zum Gesundheitszustand, also die Declaración Jurada de Salud, muss abgegeben werden. Dies erfolgt mit den Zollangaben online verpflichtend über De Viajeros. Hierzu habe ich ein extra Video online. Zusätzlich zu den Zollangaben wird noch die Touristenkarte und eine Auslandskrankenversicherung benötigt. Sofern ihr noch eine Touristenkarte benötigt, könnt ihr diese gerne über meinen Link in der Videobeschreibung erwerben. Ihr zahlt keinen Cent mehr, aber ich erhalte einen Obolus. Damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Das ist auch bei der Auslandskrankenversicherung der Fall. Solltet ihr auch hier noch eine benötigen, schreibt einfach eine Mail mit dem Stichwort I Love Kuba an mike.vaupel@ergo.de. Alle Infos gibt es auch hier nochmal in der Videobeschreibung. Werbung Ende. In Matanzas sind Treibstofflager explodiert, wodurch tausende Liter Kraftstoff verbrannt sind. Das Ganze soll durch einen Blitzeinschlag ausgelöst worden sein. Bei der Explosion wurden über 120 Personen verletzt und es gab auch leider einen Toten. Bei dem Treibstofflager handelt es sich um einen der wichtigsten Energieumschlagplätze des Landes, mit dem auch das größte Energiekraftwerk Kubas versorgt wird. Kuba hatte ein Energiedefizit von über 40%. Das bringt uns direkt rüber zur Stromsituation in Kuba. Wie schon im letzten Monat mitgeteilt, befindet sich Kuba nicht nur in einer Wirtschaftskrise, sondern auch in einer Energiekrise. Stromausschaltungen im ganzen Land finden jeden Tag statt. Was man aber jetzt schon sagen kann, ist, dass sich die Stunden der Abschaltungen verkürzen. Die Wartungsarbeiten an den Energiewerken sollen bis Ende diesen Jahres abgeschlossen werden.
Außerdem möchte man entsprechend Investitionen tätigen. Dadurch soll insgesamt das Defizit wieder ausgeglichen werden. Mal sehen, ob der Plan aufgeht. Wie schon oft gesagt, gibt es in Kuba aktuell kaum Treibstoffe, weswegen die Warteschlangen an den Tankstellen lang werden können und man auch mal Pech haben kann und gar nichts bekommt. Vor kurzem erreichten 3 Millionen Barrel Rohöl und Kraftstoffe das Land. Weitere Lieferungen sollen noch folgen. Wer sich jetzt fragt, wie viel 3 Millionen Barrel sind, ein Barrel sind knapp 159 Liter. Auch hier äußert sich die Regierung, dass man bis Ende des Jahres das Treibstoffdefizit in den Griff bekommen möchte. Die folgende Info ist weniger für den normalen Tourist gedacht, aber insgesamt eine interessante Nachricht, wie ich finde. In Kuba wurde Nauta Plus eingeführt und damit erstmals die Möglichkeit, unlimitiert im Internet zu surfen. Bisherige Internetangebote waren immer nur mit einem Zeit- oder Volumenlimit möglich. Nun kann man für $15 15 Tage oder $25 30 Tage unbegrenzt das Internet nutzen. Ihr habt richtig gehört, es geht hier um Dollar, da dieses Angebot nur in Devisen angeboten wird. Bei einem Straßenwechselkurs von 140 Peso pro Dollar kostet ein Monat unbegrenztes Internet 3.500 Peso. Da es jetzt keinen Sinn machen würde, die Volumentarife zu betrachten, da es ja um 24 Stunden pro Tag für 30 Tage geht, schauen wir uns mal den zeitlimitierten Tarif an. Hier bezahlt man grob 12,50 Peso pro Stunde. Auf 30 Tage gerechnet macht das 9.000 Peso, beziehungsweise bei einem Umrechnungskurs von 140 Peso macht das $64. Für kubanische Vielsurfer und gerade auch für die ganzen YouTuber in Kuba ist der neue Tarif sicherlich eine gern angenommene Möglichkeit. Wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen und abonniere meinen Kanal, sofern du das noch nicht gemacht hast. Ist kostenlos und tut auch nicht weh. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, spätestens am nächsten Sonntag. Bis dahin, Saludos, ciao.